Hi und willkommen zur Lösung unserer ersten CTF-Challenge auf Wulnhub, nämlich Hack in OS 1. Hack in OS 1 war eine ganz geile Challenge eigentlich, muss ich sagen, und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hatte ein paar Mal sogar ein kleines bisschen Schluck auf, also quasi, ich habe es nicht direkt geschafft, was für mich eigentlich ganz gut war, weil, ja, man lernt immer wieder dazu und das ist eigentlich ganz geil. Okay, zunächst einmal, bevor wir starten, stellt sicher, dass ihr auch wirklich Hack in OS 1 ausgewählt habt. Es gibt andere noch. Außerdem stellt sicher, dass ihr unter VirtualBox ändern, also die Hack in OS Challenge verändern, habt ihr hier ein Netzwerk und dann habt ihr hier Netzwerkbrücke eingestellt. Das ist am Anfang anders. Wenn ihr das nicht habt, dann funktioniert das Ganze nicht. Und ja, zunächst einmal noch kurz, sorry, das habe ich vergessen, für wen dieses Video eigentlich ist. Das ist für die Leute, die vielleicht einfach irgendwo stecken geblieben sind und nicht weitergekommen sind oder vielleicht einen anderen alternativen Ansatz an die Challenge suchen. Bitte pausiert mich, wenn ihr noch nicht so weit seid oder wenn ihr irgendwie mit einem Tipp was anfangen könnt und dann erst weitermachen könnt. Okay. Eigentlich könnt ihr nach meinem Kanal dieses ganze Wissen hier anwenden und das sollte kein Problem für euch sein. Aber es ist trotzdem immer wieder gut, so Praxisaufgaben eben auch zu haben. Gut, gehen wir nochmal kurz hier auf die virtuelle Maschine. Stellt sicher, dass das Ding läuft. Bemerkt hier oben den Namen WulnVM. Und hier unter Connection Information habt ihr auch eine IP angegeben. Das ist nicht die IP-Adresse, die wir verwenden können, weil wir über Netzwerkbrücke das Ganze sozusagen in unserem lokalen Netzwerk hosten. Und ja, wir sehen hier übrigens auch, dass ein Docker im Spiel ist. Wir sehen hier auch, dass noch 172, also das ist quasi schon alles irgendwie drin. Was wir allerdings sehen können, ist, wenn wir hier auf Wired Connection gehen und hier sehen wir dann die richtige IP. Also Docker hat seine eigene IP, das ist sozusagen ein internes Netzwerk, was hier aufgebaut wurde. Hier genauso für dieses BR irgendwas, auch internes Netzwerk. Aber hier sehen wir die richtige IP-Adresse, nämlich die 218. Das ist die, die wir auch verwenden können später, okay? Ihr könnt das Ganze auch über irgendwelche Tools machen. Ihr könnt Nmap laufen lassen für euer lokales Netzwerk und dann einfach mal gucken, was da eigentlich so angeboten wird. Da steht auch die 192, 168, 218 in meinem Fall drin. Bei euch wird es eine andere IP sein. Aber ja, so findet ihr die IP raus. Okay. Und ja, jetzt können wir schon mal sagen, wir haben einiges an Ahnung eigentlich, weil Docker und so weiter und so fort. Aber gut, lasst uns einfach mal direkt anfangen. Wir nehmen hier eine Command-Line in die Hand. Und wenn ihr jetzt hier zum Beispiel diese 192, 168, 218 nicht gefunden habt, dann könnt ihr auch das Tool NetDiscover benutzen. Und das muss mit sudo ausgegeben werden. Und dieses Tool scannt euch quasi euer lokales Netz und guckt mal, was es da alles so gibt. Und ihr seht, hier finden wir auch die 118. Wir finden allerdings auch noch die 114, die auch von dieser PCs Systemtechnik ist, GmbH ist. Die uns nicht wirklich weiterbringt. Die 114 läuft einfach quasi gar nicht. Also da ist nichts drauf, okay? So. Jetzt wissen wir allerdings nur, dass die 118 da ist. Ihr könnt das gerne mal in eurem Browser kopieren. Da werdet ihr einfach nichts feststellen. Also einfach im Browser eingeben 192, 168, 218. Passiert nicht viel. Was ihr allerdings machen könnt, und das solltet ihr sowieso immer machen, ist ein Nmap Port Scan machen, -SV, weil wir wissen wollen, was da eigentlich für Dienste drauflaufen. 218. So. Und ja, da kommt dann im Endeffekt raus, was genau ihr oder wie genau ihr da reingehen könnt oder was es da überhaupt alles gibt. Wir warten mal ganz kurz, bis das Ding durch ist. Und das geht nicht allzu lange. Wir sehen hier, hat funktioniert und fast alles ist down, außer SSH und HTTP. SSH auf Port 22 und HTTP auf Port 8000. Port 8000 ist eigentlich so immer das, ja, ist eigentlich so ein alternativer HTTP-Port, quasi, der euch dazu zwingt, dass ihr einen Port-Scan macht. Ihr könnt natürlich auch direkt Port 8000 nehmen. Port 80 ist der Standard. Okay, wir öffnen also mal kurz die URL. So, wir sehen, dass wir nicht viel sehen. Hier ist einfach nur ein furchtbar hässlicher Blog, der auf WordPress basiert. Das sehen wir instant. Und wir sehen, dass der Handsome Container gepostet hat. Und dass es einen Kommentar gibt, aber ja, im Endeffekt nicht wirklich irgendwas Spannendes. Wenn ich hier draufklicke, komme ich irgendwann erstmal nirgendwo hin. Okay, wenn wir uns den Seitenquelltext angucken, hier ist alles irgendwie über Localhost verlinkt. Das heißt Localhost Doppelpunkt 8000. Localhost Doppelpunkt 8000, Localhost und so weiter und so fort. Also wir können da theoretisch draufklicken, aber selbst dann funktioniert das nicht besonders gut, weil ja, wir sehen, dass wir nichts sehen. Okay. Und das bringt uns jetzt nicht wirklich weiter, ne? Was man allerdings immer machen kann, und das ist was ich mir mittlerweile angewöhnt habe, wenn ich irgendwo reingucke, ich gucke nach der Robots, das ist ein Spoiler gewesen, nicht beachten, robots.txt.
Robots.txt ist immer die Datei, die euch anzeigt, was ihr oder was von Suchmaschinen gefunden oder auch nicht gefunden werden soll. Disallow heißt, diese Datei soll von Suchmaschinen nicht gefunden werden und dieses Verzeichnis soll von Suchmaschinen nicht gefunden werden. In unserem Fall ist das genau das, was wir eigentlich brauchen. Denn die Upload.php, ihr könnt es euch schon denken, die ist vielleicht ganz interessant für uns, weil da kann man was hochladen und hochladen ist immer cool. Hochladen ist immer sehr, sehr nützlich. Und genau aus diesem Grund werden wir das einfach mal hier tun. Wir klicken erstmal nur auf Submit, dann sehen wir, okay, Get Image Size, das heißt, wir müssen hier auch wirklich ein Bild hochladen. Der Dateiname darf nicht leer sein. Damn, okay. Also laden wir erstmal eine richtige Datei hoch. Irgendein Bild, das ist tatsächlich ein JPEG-Bild, hat nicht funktioniert. Schade, okay. Was machen wir jetzt? Naja, wir gucken uns wieder mal den Quelltext an. Okay, hier steht nicht viel dabei. Ja, wir scrollen runter und dann sehen wir hier, wir haben einen Hint. Wir haben einen, also Hint heißt Hinweis, ne? Wir haben einen Hinweis und das wollen wir tatsächlich mal machen. Wir gehen hier auf diesen Hinweis zu HTTPS bla 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 wechseln und das lädt ein bisschen, sorry, mein Internet ist gerade irgendwie crappy. Und wir sehen hier, don't use this code in anywhere. Intentionally, they have got some security vulnerabilities. Okay, das ist genau der Code, der uns interessiert und das ist die Upload.php. Und ich weiß nicht, ich finde es irgendwie schade, dass man das gebraucht hat, aber das macht die Challenge wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher als andere Challenges, weil wir hier quasi gesagt bekommen, was eigentlich passiert. Okay, was hier drin steht, ist im Endeffekt, ich mache das mal ein bisschen größer für euch. Was hier drin steht, ist im Endeffekt, wir wollen eine Datei entgegennehmen, das ist ganz normal, das war der Teil, den wir schon gesehen haben. Und dann fängt das PHP-Skript an. Das PHP-Skript nimmt sich erstmal eine zufällige Zahl zwischen 1 und 100. Es lädt die Datei in Uploads hoch und es berechnet den neuen Dateinamen als, naja, in Uploads drin, plus danach MD5, das ist eine Hash-Funktion für die, die es nicht wissen, der Base-Name von $Files, von File und Name und dann die zufällige Zahl hinten dran, okay? So, jetzt, was genau bedeutet das? Wir haben den Dateinamen und hinten dran wird eine Zahl zwischen 1 und 100 gehängt und dann wird hier natürlich noch der Punkt, also die Dateiendung .php hinten dran gehängt. Und dann wird das Ding hochgeladen. So, jetzt wollen wir hier allerdings noch gucken, ob das ganze Ding eine PNG-Datei ist oder eine GIF. Falls ja, ist okay. Falls nein, wird der Smiley ausgegeben und der Smiley bedeutet, es ist nicht okay gewesen. Okay, das müssen wir alles beachten. Wenn es funktioniert hat, dann steht die Datei nachher in Uploads drin. Gut, das ist so ein bisschen das gewesen, was wir hier machen müssen. Wir müssen also ein bisschen Code analysieren. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal genau diesen Weg. Was wir jetzt hier hochladen wollen, ist im Normalfall immer eine PHP Reverse Shell. Das heißt, über eine PHP Reverse Shell, das hatten wir auch schon in der Hacking Challenge hier, kann man nachher Code ausführen. Und diesen Code wollen wir, oder diese Möglichkeit wollen wir halt eben haben. Das heißt, wir müssen erstmal eine PHP Reverse Shell uns beschaffen. Und das ist super einfach, denn einfach mal Google anschmeißen und es hilft. Der erste Treffer bei Google bei PHP Reverse Shell ist von Pentest Monkey und das ist auch genau der, den ich genommen habe. Hier steht eigentlich alles dabei. Das ist eine tar.gz-Datei, das heißt ein Archiv im Endeffekt. Und dieses Archiv sagt euch so viel wie, hey, ich bin eine Reverse Shell, ist es eine PHP-Datei, ich zeige es euch gerade mal ganz kurz, ist eine PHP-Datei, mit der wir irgendwas machen können, sie zum Beispiel hochladen können und dann eben quasi Code ausführen über PHP, der dann als Shellcode interpretiert wird. Kann natürlich sein, dass es für sowas immer irgendwelche Filter gibt, aber da sah es jetzt irgendwie nicht so aus, als würde es irgendwelche Filter geben. Deswegen, ja, unwahrscheinlich. Und dann steht hier sogar dabei, wie ihr das benutzen könnt. Das heißt, ihr könnt hier sagen, hey, meine IP, das ist meine IP und der Port ist dieser Port und dann könnt ihr das Ding starten und schon habt ihr eigentlich alles. Okay, wir fangen einfach mal direkt an und ja, wir wollen wo bin ich denn? Wir wollen wir müssen die Reverse Shell erstmal noch ein bisschen anpassen. Das heißt, wir sagen hier, wir wollen das Ganze, ich mache das jetzt mal tatsächlich über gedit. Ich weiß nicht, warum ich den so mag, aber irgendwie ist es mir sehr, sehr angenehm. Gut, wir wollen, dass das Ding ein Bild ist. Wenn ihr das als Bild haben wollt, könnt ihr einfach sagen, ich will hier ein GIF vorne dran hängen und dann irgendwie so den Dateityp sozusagen angeben. Was wir mit GIF 98 machen können, das ist sozusagen, hey, das ist eine GIF, schau mal hier, PHP, das ist eine GIF.
damit tricksen wir sozusagen die Dateiüberprüfung aus. Okay, Teil 1. Jetzt steht hier change this und change this. Gut. Port, naja, den können wir so lassen. Den müssen wir nur theoretisch verändern, wenn wir irgendwie nachher den Port anders haben wollen. Aber was wir jetzt tatsächlich verändern wollen, ist diese IP hier. Hier muss eure IP rein, damit ihr diese Shell sozusagen empfangen könnt. Das heißt, wir gucken uns mal ganz kurz an, was wir eigentlich für eine IP haben, ifconfig. Und ich habe die IP 290, also 192, 168, 219. Ich kopiere mir das mal hier. So. Und dann trage ich das hier ein. Damit. So. Okay. Jetzt haben wir eigentlich so ziemlich alles, was wir hier erstmal brauchen. Und probieren es erstmal so, ja? Gut, wir schließen das Ding wieder. Und die brauchen wir auch nicht mehr. Und jetzt können wir die eigentlich hier einfach hochladen. So, merkt euch den Dateinamen auch, ja? php-reverse-shell-reverse-shell.php. Okay, File uploaded in /uploads/ Fragezeichen. Cool. Jetzt ist der nächste Schritt, wir müssen diesen komischen Algorithmus da selber implementieren, damit wir alle möglichen, also wir wissen ja nicht, als was für ein Dateinamen das jetzt hochgeladen wurde. Das haben wir hier gerade in dem Hint gesehen, mit dieser zufälligen Zahl zwischen 1 und 100 und MD5 und so weiter und so fort. Okay, also was müssen wir machen? Wir müssen hier uns quasi ein Skript schreiben, das uns alle möglichen, möglichen Dinger eben sozusagen generiert, mögliche Dateinamen. Und, was ich jetzt hier mache, ist, ich generiere mir eine Datei namens gen-names. Ich möchte die Dateinamen sozusagen generieren. Das heißt, ich schreibe das tatsächlich mal in gedit. Okay, das wird ein Python-Skript, das heißt für die Leute, die vielleicht noch kein Python können, einfach mal da reingucken. Ist eine super wichtige Sprache, wenn man irgendwie Pentesting betreibt. Okay, Hashing wird immer in der Hashlib drin sein. Und ja, dann ist, wie gesagt, die Aufgabe, wir wollen kann ich nicht. Okay. Wir wollen alle Dateinamen generieren, die möglich sind. Das heißt, wir wollen quasi Dateiname plus die Zahl zwischen 1 und 100 oder zwischen 0 und 99, um genau zu sein, wollen wir haben. Und dann wollen wir das hashen mit MD5 und dann wollen wir .php hinten dranhängen. Das ist sozusagen das Ziel. Gut, eigentlich relativ simpel. For i in range 100. Wollen wir den File-Name als reverse. Ja, seht ihr, das meine ich mit sich das Zeug merken, ne? Merken ist so eine Sache bei mir. Ich habe manchmal echt eine Aufmerksamkeitsspanne wie eine Eintagsfliege. Okay, das ist der Dateiname und dann wollen wir den Integer, also die Zählvariable sozusagen hinten dranhängen, also String von i. Dann generieren wir den Hash, indem wir sagen hashlib.md5 von FileName. Nein, halt, von FileName.encode sogar. Weil wir natürlich, wir müssen hier alles encoden, weil die Hashlib nimmt immer den Binärnamen sozusagen. Also die möchte das gerne binär haben. Das machen wir mit encode. Okay, dann generieren wir out, indem wir sagen hash.hexdigest. Plus, wir müssen die Dateiendung hinten dranhängen, .php. Okay, relativ einfach. Jetzt, was machen wir damit? Jetzt können wir das natürlich alles in der Command-Line ausgeben lassen oder im Terminal ausgeben lassen, was ein bisschen ungünstig ist. Deswegen schreiben wir es einfach erstmal in eine Datei. File ist gleich open dict, weil wir das nachher in dict angeben wollen, also quasi ein Dictionary, das für unseren Angriff sozusagen da ist und dann wollen wir nur hinten dranhängen. Wir können es auch einfach mit Schreiben machen, aber ich möchte hier jedes Mal quasi schreiben, f.write. Ich möchte schreiben, was möchte ich denn schreiben? Naja, out plus eine neue Zeile, also \r\n. Und das ist es eigentlich auch schon. Jetzt müssen wir die Datei noch schreiben, schließen, f.close. Und schon ist unser Skript eigentlich fertig. Was dauert denn hier so lange? Ich gehe nochmal kurz durch. PHP Reverse Shell, der String, okay. FileName.encode, Hexdigest wird auch berechnet und dann wird die Endung hinten angegeben. Die Endung muss natürlich da sein, deswegen, aber wie gesagt, wie das alles formatiert ist und so weiter, das haben wir alles aus diesem Hint hier raus. Ohne den Hint hätten wir das jetzt nicht hingekriegt. So, jetzt, wo ist unser gedit? Da ist es. Jetzt können wir das zumachen und können einfach diese Datei ausführen, Python gen names. Und
Ja, ich habe die Datei File genannt und nicht F. Ich nenne meine Dateien entweder File oder ich nenne sie F. Und ich bin mir noch nicht sicher, welches davon ich... Quatsch. Ich bin mir noch nicht sicher, welches davon ich quasi benutze. So, okay, Python ist durchgelaufen. Jetzt haben wir hier in unserem Ordner CTFs ein Dict drin liegen. Und Dict ist keine ausführbare Textdatei, nein. Dict ist einfach nur alle möglichen Dateinamen, die wir hier quasi drin haben. Das lief in 0, nix durch und ist eigentlich sehr, sehr angenehm. So, und jetzt schauen wir doch einfach mal, welche davon eigentlich auf unserem Server liegt. Und dazu brauchen wir ein Tool, das uns alle Dateien auflistet, die auf dem Server in einem gewissen Verzeichnis liegen. Okay, dazu gibt es jetzt mehrere Optionen. Es gibt dirb, es gibt dirbuster, es gibt gobuster und es gibt noch 100.000 andere. Einfach nur quasi aufzählen, ob eine Datei auf dem Server existiert. Das ist eigentlich eine super simple Sache. Wir nehmen mal wieder das Ding hier. Ich benutze jetzt einfach mal dirb. Ich werde da vielleicht ein bisschen Abwechslung reinbringen. Wahrscheinlich zumindest. Und wir wollen, welches Verzeichnis wollen wir denn durchgucken? Naja, HTTP, also quasi das, was hier oben steht. Achtung, wir wollen das Verzeichnis hier mit den Uploads durchsuchen. Also 192, 168, 118, Doppelpunkt 8000, /uploads, und jetzt wollen wir alle Dateien da drin quasi aufzählen. Können wir nicht, weil wir nicht wissen, wie die Dateien da drin heißen. Deswegen haben wir gerade unsere Liste generiert, die alle möglichen Dateinamen für uns bereithält. Und das machen wir jetzt einfach mal. So, found 0. Das Problem hatte ich mehrfach. Aber an sich ist es eigentlich ein sehr, sehr dummes Problem, weil ich glaube, die Maschine löscht einfach hin und wieder mal die Sachen. Das heißt, wir laden hier die Reverse Shell einfach nochmal hoch. Bam. Ist da. So, und jetzt lassen wir, nein, dich meine ich nicht, ich meine dich. Jetzt lassen wir das nochmal durchlaufen und schon haben wir es eigentlich gefunden. Ja, die Shell oder das Ding scheint da einfach hin und wieder mal alles zu löschen, was nicht, die virtuelle Maschine scheint das zu löschen, was wir sozusagen nicht haben. Okay, jetzt wissen wir, wie das Ding heißt. Sehr gut, das ist also das. Jetzt öffnen wir eine zweite Shell und sagen, hey, ich möchte jetzt ganz gerne zuhören sozusagen. Also das Ding baut quasi eine Verbindung zu uns auf. Und wir wollen jetzt, dass das auch wirklich zu uns aufgebaut wird, also dass wir auch die Verbindung entgegennehmen können. Und das steht quasi 1:1 hier drin, nämlich mit diesem netcat-Befehl, den wir hier einfach copy-pasten können, einfügen, weil wir den Port nicht geändert haben. Wenn ihr den Port geändert habt, achtet darauf, dass ihr das hier auch ändert. Und dann können wir einfach das Ding hier öffnen, beziehungsweise in meinem Fall kopieren. Und wir sehen, es ist schon wieder gelöscht worden. Damn you. Okay, das geht echt schnell. Dann müssen wir sie nochmal hochladen, nochmal und submitten. Und tatsächlich funktioniert das ganze Skript auch, wenn ich hier einfach nur mein dirb laufen lasse. Und ihr seht hier Testing. So, jetzt wird die Datei aufgerufen. Und jetzt haben wir hier eine Shell. Also das Ding hier ruft quasi die Datei auf, aber von der Datei kommt halt permanent irgendwas zurück. Und das ist jetzt unsere Shell, mit der wir hier arbeiten können. Okay? Das heißt, wir haben jetzt sozusagen die Möglichkeit, auf dem Server Code über PHP auszuführen. Eine super geile Sache und tatsächlich sehr mächtig. Okay, jetzt ist das nur eine, also es ist keine richtige Shell in dem Sinne, es ist eine TTY-Shell. Und naja, ich kann mit TTYs nicht besonders gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich benutze da lieber als mal eine normale Shell. Das heißt, ich sage einfach mal Python -c, damit kann ich quasi direkt Code ausführen. Ich importiere pty, das ist quasi dafür da, und sage dann, ich möchte pty.spawn, ich möchte eine Datei oder irgendwas öffnen und dieses irgendwas ist einfach bin bash. Ich hätte gern eine bash Shell und führe das aus. So, und jetzt habe ich plötzlich eine Shell. Boom. Da bin ich. Und jetzt haben wir hier www-data. Das ist der Ordner, in dem wir oder das ist der User, mit dem wir quasi gerade unterwegs sind. Das ist quasi der User, der fürs Hosten von Webseiten zuständig ist. Okay, jetzt können wir einfach mal Sachen probieren. Zum Beispiel können wir etc Shadow, das ist so ziemlich immer das erste, was ich angucke. Ach komm schon, das geht nicht, ne? etc Shadow. Ja, okay, Permission denied. Schade. Ich darf allerdings auf Shadow zugreifen. Ich darf nur nicht auf Cut zugreifen. Und das ist das Verrückte daran. Ich darf auf Cut nicht zugreifen. Okay, probieren wir es mit head. Head-n100 /etc/shadow. Damn.
Okay, ich darf auf Head darf ich auch nicht zugreifen. Was gibt's noch? Mit was könnte man Dateien noch angucken? Mit Tail. Tail, etc, Shadow. Bam, Tail darf ich. Okay, und wir sehen, dass ich hier eigentlich alles habe, allerdings leider noch nicht genug. Na, scheiße. Tail minus n 100, sagen wir gleich 1000, etc Shadow. So, und jetzt sehen wir hier, okay, ihr seht ja, ich darf auf Cut zum Beispiel nicht zugreifen, was ein bisschen schade ist, denn Cut benutze ich sehr, sehr gerne. Aber ja, was kann ich jetzt noch tun? Naja, ich kann einfach hierher gehen und sagen, ich hätte ganz gerne Root-Zugriff, weil da steht halt einfach das Passwort drin. Und ja, das werde ich jetzt auch tatsächlich mal machen. Wir kopieren uns den Hash und öffnen noch eine Shell, weil ich ein Shell-Fanatiker bin. Ja, ich weiß, es gibt ordentliche Wege, seine Shells zu organisieren, indem man sie nebeneinander packt. Ich kann damit nicht. Es ist einfach so, kommt damit klar. Ich mache das immer so. Okay, wir gucken jetzt erstmal. So, jetzt da wir den Hash haben, können wir, also quasi den Benutzernamen einfach, ich zeige es euch nochmal ganz kurz, das hier alles haben, den Benutzernamen, Passwort, gehasht und alles drum und dran. Das einfach komplett kopieren und in eine Datei reinschmeißen, die ihr nennt, wie ihr wollt. Zum Beispiel Hash, das macht irgendwie Sinn oder nicht. Und dann einfach das da reinpasten. Boom. So, und ja, jetzt können wir hier tatsächlich nochmal ein Terminal öffnen. Und können hier einfach John the Ripper anschmeißen. John the Ripper, wunderbares Cracking-Tool für Passwörter. Ich meine, natürlich könnt ihr auch Hashcat benutzen, aber der Hash hier ist so schnell gecrackt, da braucht ihr nichts besonders Effizientes. Okay, loaded one password hash SHA-512 Crypt, 3 und $6 zeigt quasi an, was das Ding macht. No password hashes left to crack. Das heißt, wir haben alle fertig. Jetzt machen wir einfach -show. Und wir sehen, was das Passwort ist, nämlich Root hat das Passwort John. Ne? Irgendwie sehr, sehr witzig. Okay, aber egal. Wir gehen jetzt einfach her und werden, ich glaube, das war die richtige, wir werden hier Root. Okay? Das heißt, wir sagen SU. Okay, SU, Passwort ist logischerweise John. Und wir sind Root. Herzlich willkommen in unserer, wir sind noch nicht durch, keine Sorge. Aber jetzt haben wir Zugriff auf alles. Jetzt können wir sogar Cut etc Shadow machen. Und wir können es cutten. Yay! Sehr geil. Okay, cool. Was machen wir als erstes? Naja, wir gehen in unser Home-Verzeichnis. Wir sind ja jetzt root, also haben wir unser eigenes Home-Verzeichnis und können es mal anzeigen lassen, was wir hier haben. Okay, wir haben also eine Flag. Gut, was für eine Flag ist das? Cut Flag. Ups. Flag. Life consists of details. Aha, das ist aber eine tolle Flag. Mit der kann ich nicht viel anfangen. Naja. Okay. Details. Ja, Details. Ne? Wir haben eine WordPress-Webseite. Ne? Erinnert euch daran. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Denn man könnte denken, wir sind jetzt komplett durch, aber offensichtlich sind wir noch nicht. Also wir befinden uns ja in einem Docker-Container. Ja? Wir haben noch nicht Vollzugriff auf alles. Wir haben nur Vollzugriff auf den Docker-Container. Aus dem gilt es jetzt auszubrechen. Und das ist sozusagen die Challenge, die auf der Challenge aufbaut. Das ist eigentlich ganz geil gemacht gewesen. Jetzt wollen wir da ausbrechen. Okay, wie könnten wir ausbrechen? Ihr erinnert euch an unseren Nmap-Scan. Da waren 2 Ports offen, nämlich Port 8000. Den haben wir schon quasi exploited. The hell out of it. Und wir haben noch einen SSH-Port. Gut, SSH. Okay. Wir hatten jetzt noch keine Möglichkeit, irgendwie MySQL oder sowas zu benutzen, was ja eigentlich von WordPress-Seite benutzt wird. Also WordPress benutzt ja krass stark MySQL. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal ganz kurz die Konfiguration von WordPress an. www.html. Gut, und jetzt gucken wir uns mal an, was hier drin steht. Erstmal gucken wir uns an, was alles da ist. So, wer sich ein bisschen mit WordPress auskennt, weiß, dass hier zum Beispiel die robots.txt da normalerweise nicht steht, die haben wir aber schon benutzt, aber dass hier zum Beispiel dieses wp-config.php eigentlich immer recht interessant ist. Das heißt, ich kann hier einfach mal sagen, ich hätte ganz gerne den Inhalt von wp-config.php. So, und jetzt, was genau macht das hier? Jetzt schauen wir mal, hier haben wir den Authentifizierungskey, wir haben den Secure Out Key, wir haben den Logged In, wir haben eigentlich alle Keys, ja, wir haben alles.
Was aber noch viel cooler ist, wir haben Datenbankname WordPress, Datenbank-User WordPress und Datenbankpasswort auch WordPress. Sehr safe, niemals nachmachen bitte. Wir haben aber auch hier einen Datenbank-Host. Und ihr seht, das ist eigentlich alles MySQL-Zeug. Das heißt, nächster Schritt wäre für uns in MySQL einzusteigen und da alles quasi kaputt zu machen, was es so gibt. Also, was heißt kaputt machen? Wir wollen eigentlich alles, nicht kaputt machen. Wir wollen eigentlich nur ausbrechen aus unserem Container. Okay, so, ausbrechen aus unserem Container. Wir wissen, wir sind in einem Docker-Container und wenn wir uns jetzt hier mal, wir sind jetzt hier wieder ganz normal draußen, wenn wir uns jetzt hier mal ganz kurz ich schreibe immer if und dann, egal, ifconfig angucken, dann sehen wir hier, wir sind aktuell bei der IP 172.18.03 und ich fürchte, ich muss euch mal ganz kurz pausieren, weil mein Reis fertig ist. Ich komme gleich wieder. So, was wir jetzt als nächstes machen wollen, ist, wir wollen Metasploit benutzen. Das heißt, wir werden hier jetzt MSF Console ausführen. Wer das noch nicht irgendwie installiert hat oder sowas, der möge sich darum kümmern. Tutorial gibt's. Und da sind wir auch schon. Und also einfach MSF Console eingeben, dann landet ihr hier. Okay, jetzt, was wir machen wollen, ist, wir wollen ein Exploit benutzen. Und dazu sagen wir erstmal use exploit multi. Und wir wollen Web Delivery benutzen, weil das können wir einfach hier drüben ausführen sozusagen. Das ihr werdet es gleich sehen, das printet uns einfach, was wir quasi eingeben müssen als Root auf der anderen Seite, damit wir da irgendwas machen können. Und ja, das ist eigentlich sehr nützlich. So, jetzt, warum machen wir das? Was haben wir davon für Vorteile? Also ich setze erstmal den Host auf ETH0. Was mein Interface ist, mit dem ich quasi irgendwas machen möchte, also mein Internet sozusagen. Und ich setze den L-Port auf 8888. Keine Ahnung, warum eigentlich. Macht man irgendwie meistens. So. Damit ich erkläre euch erstmal kurz warum wir das machen und dann erkläre ich euch, was hier gerade fehlgeschlagen ist. Warum wir das machen, ist, dass wir danach quasi über Metasploit Console, also quasi hier rüber, alles machen können. Da können wir einfach sagen, hey, wir möchten jetzt gerne den Exploit benutzen, dann den, dann den, dann den, dann den. Und das ist halt super hilfreich, weil sonst müssten wir das irgendwie anders machen und das wäre ziemlich komplex. Deswegen Metasploit hier super einfache Option sozusagen, eine mächtigere Shell, mehr oder weniger. Jetzt, was hier fehlgeschlagen ist, L-Host ist kaputt gegangen, weil bei mir der L-Host, bei euch wird es höchstwahrscheinlich L-Host heißen, bei mir heißt das Ding leider End0S25, was ein weirder Name ist, aber ja, wir machen das einfach mal hier auf End0S25. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal, Run. Okay. Und da sind wir. So, und jetzt steht hier eigentlich Server started, das heißt, der wartet jetzt quasi auf irgendeine Verbindung und hier steht dabei, das sollen wir auf der Maschine einfach ausführen. Dazu brauchen wir schon mehr oder weniger vollen Zugriff. Das heißt, das Skript ist tatsächlich nur dazu da, damit ihr euch quasi mehr Rechte oder sowas erkaufen oder hacken könnt und damit ihr aus Docker-Containern oder sowas ausbrecht oder irgendwelche anderen Sachen macht, MySQL oder sowas pawnt. Das sind alles verschiedene Sachen. Und was wir jetzt hier haben, ist im Endeffekt ein kleines Python-Skript. Das könnten wir auch selber schreiben. Aber warum selber schreiben, wenn man einfach das ausführen kann? So, ich gehe jetzt hier rein und führe das aus. Und wir sehen, es wurde ausgeführt. Und wir haben hier eine Shell im Endeffekt. Und ja, sehr, sehr hilfreich. Vor allem, da wir jetzt hier das Ganze schon als Root ausgeführt haben, da können wir schon recht viel damit machen. Okay, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wir sind jetzt schon drin hier. Jetzt müssen wir hier nur noch sagen, was genau wir eigentlich dann machen wollen. Und da wir ja schon eigentlich alles haben, sind wir schon in der Post-Exploitation. Das bedeutet, wir können hier schon recht viel machen. Wir können hier also einfach sagen, use irgendwelche Post-Skripte, und das wollen wir jetzt hier machen, multi, manage, auto, root. So, was genau ist eigentlich Autoroot? Davor lasst mich vielleicht hier ein bisschen aufräumen, das brauchen wir noch. Das brauchen wir nicht mehr. Damit haben wir den Hash gecrackt. Den haben wir schon verwendet. Und das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Das lege ich jetzt mal ab. So. Okay. Jetzt ist das schon ein bisschen übersichtlicher geworden. Was genau ist Autoroot? Autoroot ist dafür da,
man nennt das Ganze Pivoting, also ich schreibe es ganz kurz, Pivoting, ja, das ist quasi, damit könnt ihr innerhalb von einem Netzwerk umhergehen, mehr oder weniger. Das heißt, ich kann Autoroute nutzen, um vielleicht woanders drauf zuzugreifen, worauf diese Maschine hier Zugriff hat, aber ich von außen, also quasi als Außenstehender, keinen Zugriff habe. Sprich, es ist geil gegen interne Netzwerke. Und genau damit haben wir ja hier eigentlich zu kämpfen. Wir wollen von dem Docker-Container auf einen MySQL-Server und dieser MySQL-Server, der läuft halt irgendwo. Also sagen wir hier use post multi-manage autoroute und wir sagen, welche Session wir eigentlich verwenden wollen. Hier steht, wir haben Session 1 geöffnet, also sagen wir hier, wir wollen set Session 1. Wir wollen das quasi da benutzen und wir wollen das Ganze exploiten. So, und ja, was haben wir jetzt hier bekommen? Wir haben hier im Endeffekt wir haben im Endeffekt das Modul laufen lassen. Und hier wird nach Subnetzwerken zuerst einmal gesucht und dann steht hier unable to get routes from session trying interface list und hier steht dann plötzlich, okay, wir haben ein Subnet quasi über diese Interface List genutzt. So, und ja, jetzt mache ich mal kurz wieder Pause und dann bin ich gleich wieder da. Also, Kaffeepäuschen vollendet. Weiter geht's. Und zwar wollen wir als nächstes alle Maschinen in diesem ganzen neuen Netzwerk, das wir hier quasi gemacht haben. Also das hier ist im Endeffekt ein Netzwerk. Wer sich meine Netzwerktechnik-Playlist angeguckt hat, weiß, wovon ich rede. Das ist quasi ein Netzwerk, wo hier 172.18 und dann alles andere, das ist komplett variabel. Und wir wollen selbstverständlich uns angucken, was für Maschinen gibt es da. Und auch dafür hat Metasploit einfach alles, was wir brauchen. Nämlich einfach. Und deswegen ist es eigentlich super geil, wenn wir Metasploit halt direkt in der Konsole haben. Das können wir einfach auch sozusagen einfach alles benutzen. Halt super praktisch. Multi, Gather. Und das Modul, was wir jetzt benutzen wollen, heißt Ping Sweep. Ping Sweep. So. Jetzt müssen wir das natürlich noch einstellen. Der Ping Sweep, der sweept halt. Also es ist wirklich literally genau das, was da steht. Buchstäblich ein Ping Sweep. Wir gehen quasi jede Maschine einmal durch und pingen die einmal kurz an. Von diesem Netz, also von dieser Maschine hier. Das heißt, die gepawnte Maschine, die pingt einfach mal alle Maschinen in ihrem eigenen Netz durch und schaut, was antwortet mir denn. Und dazu müssen wir dann natürlich sagen, welche Maschinen wir anpingen wollen. Das machen wir über Airhosts 172, also quasi das, was da steht. 172.18.0.0 bis, und jetzt müsst ihr überlegen, wie weit sind denn oder wo sind denn eigentlich alle Maschinen versteckt? Naja, bis 255. Das ist quasi alles, was geht, ne? Okay, also Ping Sweep konfiguriert soweit. Jetzt müssen wir noch sagen, auf welche Session, also welche Maschine soll das eigentlich durchführen. Und das ist bei uns die Session 1. Wir haben nur diese eine Session, logischerweise. Und go. So. Und ja, wir sehen hier, 4 haben wir schon gefunden. Einmal 1, einmal 2, einmal 3 und einmal 4. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Ihr erinnert euch, was wir sind. Wir sind die 3. Das heißt, die anderen Maschinen sind auf 1, 2 und 4, logischerweise. Das sind einfach die, die übrig sind. Und ja, jetzt können wir das eigentlich so lassen. Okay, hat ein bisschen gedauert. Ich habe es einfach mal durchlaufen lassen komplett. Genau, wir sehen, es sind auch keine anderen Maschinen mehr gefunden worden. Das heißt, wir haben hier einmal die Maschine 1, 2 und die Maschine 4. So, jetzt, was wollen wir als nächstes tun? Naja, wie wäre es denn? Also im Endeffekt, was würdet ihr jetzt tun, wenn das einfach ganz normale Maschinen wären und ihr jetzt nicht in einer Metasploit-Konsole wärt? Ihr würdet einen Portscan laufen lassen. Den Portscan würdet ihr höchstwahrscheinlich mit Nmap machen. Im Endeffekt ist das, was wir jetzt machen, auch nichts anderes. Wir machen einen Nmap-Scan, nur dass der jetzt hier halt ein bisschen anders heißt. Der heißt Auxiliary Scanner Port Scan und TCP. Wir wollen nur TCP-Ports, UDP ist uns eigentlich relativ wurscht. So. Jetzt, wo wollen wir Port-Scans betreiben? Naja, eigentlich relativ logisch. Das, was wir gefunden haben, 18.00 bis 18.04. Einmal durchlaufen, bitte. Und dann können wir eigentlich das Ganze noch ein bisschen beschleunigen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Set Threads, sagen wir mal 8. Und weil ich 8 logische Kerne habe. Und Exploit und Go. So, und jetzt sehen wir, was hier gerade so alles passiert. Jetzt finden wir wirklich alles,
was es gibt. Haben wir hier wirklich die 3 gehabt? Ja, eigentlich schon. Seltsam. Sollte Port 80 doch eigentlich gar nicht offen sein, oder? Naja, egal. Wir lassen ihn mal durchlaufen. Ich pausiere euch währenddessen. Da kommt schon der nächste. Und ja, bis gleich. Gut, wir sind durch. Also, mit dem Scan. Okay, was genau steht hier? Naja, wir haben einmal hier auf der Maschine 1, haben wir Port 22. Das ist das, was wir schon wissen. Das ist quasi die Maschine, die wir auch schon uns angeguckt haben. Hier haben wir auch Nummer 1, Port 8000. Das ist jetzt die Maschine, die wir hier quasi die ganze Zeit exploitet haben. Wir haben Port 22 auf der Maschine offen. Das ist die öffentlich verfügbar ist. Okay? Da sind wir über Port 8000 sind wir quasi eingestiegen und haben uns eine PHP-Shell besorgt. Port 22 war aber allerdings auch offen. Das war quasi SSH. Wobei wir natürlich jetzt nicht über SSH, also wir würden gerne über SSH einsteigen. Das scheint irgendwie so das Mutterschiff von Maschine zu sein. Allerdings können wir das nicht, weil wir SSH-Zugang nicht wissen. Okay, nächster Schritt, das war die wir exploitet haben. Das heißt, die erste Maschine sind wir quasi durch, ja. Die zweite Maschine, das ist sozusagen 3306. Jetzt könnt ihr gerne mal Google anschmeißen und euch angucken, für was eigentlich der Port 3306 normalerweise benutzt wird. Ist MySQL. Ihr erinnert euch, was wir mit MySQL schon vorhaben? Naja, MySQL ist in der Datenbank angegeben gewesen. Ich glaube, das haben wir hier. Nein, hatten wir nicht. Verdammt. Okay. Wir hatten uns schon eine Datei angeguckt. Hier, da war's. Wir hatten uns die Datei, nämlich die wp-config, die WordPress-Konfiguration auf dem Server angeguckt, die wir hier zur Verfügung hatten. Und wir haben hier das Datenbank-Passwort, WordPress, Datenbank-User, WordPress und hier steht übrigens auch der Port drin für die Leute, die zu faul sind, 3306. Und ja, das ist sozusagen unsere MySQL-Datenbank, weil ja, wir da mit WordPress, ne, da läuft die WordPress-Datenbank da drauf. Okay, das heißt, wir können uns darauf theoretisch schon einloggen, weil wir haben ja hier die ganzen Credentials. Eigentlich ist alles nur WordPress, relativ simpel. Problem ist, dass die Datenbank nur vom internen Netzwerk erreichbar ist. Und deswegen gehen wir hier einfach her und sagen, wir hätten ganz gerne MySQL. Also Achtung, wir befinden uns jetzt nicht mehr in Metasploit, sondern wieder auf der Maschine. MySQL-User, naja, der User hieß WordPress. Das Passwort war auch WordPress. Und wir wissen, wo wir eigentlich landen wollen, nämlich 172.18.2. Und das sollte passen, genau. So. Was habe ich jetzt getan? Irgendwas habe ich vergessen. Also wir sehen auf jeden Fall, wir kriegen MySQL. Ach ja, gut, okay. Ich habe was Wichtiges vergessen. Also wir sehen, wir kriegen hier MySQL, wir kriegen den User und das Passwort und wir haben eigentlich alles soweit da. Problem ist jetzt bloß, wir müssen noch eine Option eingeben. Das habe ich nicht getan und ich muss es nochmal neu eingeben. MySQL-U und die da draußen fahren viel zu laut mit ihren ganzen Motorrädern oder was auch immer bei mir an der Haustür vorbei. Das ist echt uncool. Passwort WordPress-H für, wir wollen quasi Infos haben, gib mir. 172.18.02 war es. So. Passwort. Habe ich nicht gerade -P eingegeben? Okay. WordPress. So. MySQL WordPress. Okay. Das heißt, wir sind jetzt hier sozusagen in MySQL drin. Also wir sind über die Shell, haben wir Root bekommen und über Root sind wir jetzt in MySQL auf einer anderen Maschine quasi eingestiegen. Wir sind jetzt auf der Dreier-Maschine hier. Quatsch, auf der Zweier-Maschine sind wir. Und ja, jetzt können wir hier erstmal machen, okay, zeig mir. Show Databases. Ja, Semikolon. Okay, wir haben hier einmal das Information Schema oder Information Schema und wir haben WordPress. Okay, jetzt, was genau können wir mit WordPress alles tun? Naja, wir können uns doch einfach mal die Tabellen anzeigen lassen. Also offensichtlich hat der User hier nur die Berechtigung, diese beiden hier anzugucken und das ist auch okay. Use WordPress. So, jetzt sagen wir mal Show Tables. Damit zeigen wir oder lassen wir uns alle
Tables anzeigen. Und was jetzt irgendwie interessant ist, alles fängt mit WP-Bodenstrich an, was deutlich ist, dass es für WordPress ist. Was aber nicht zu WordPress gehört, sind Host SSH-Cred. Host SSH-Cred steht normalerweise für Host. SSH ist das Protokoll, Port 22, erinnert euch. Cred steht für Credentials. The fuck, warum stehen die in dieser Datenbank drin? Das würde man sich jetzt als erstes fragen. Soll natürlich eigentlich nicht so sein, aber für uns ist das was ganz Angenehmes, denn wir können uns jetzt hier einfach alle SSH-Credentials runterladen oder anzeigen lassen. Und wir haben offensichtlich Glück. Hummingbird Cyber. Hummingbirds Cyber, so rum. Mit Passwort das da. So. Jetzt ist natürlich eigentlich klar, dass das Passwort hier nicht das Originalpasswort sein kann. Das muss offensichtlich, also ihr erinnert euch, Hummingbirds Cyber, meine Fresse, ist auch der Username hier. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, ne? Problem ist, dass wir jetzt irgendwie noch schlauer werden müssen, was dieses Ding da ist. Und das hier sieht zumindest für mich so aus, und das sah für mich tatsächlich so aus, als wäre es MD5. Und ihr erinnert euch, was man mit MD5-Passwörtern machen kann? Wir knacken sie. Ganz einfach. Das bedeutet, wir switchen wieder auf unseren Rechner sozusagen. Das ist jetzt wieder die Konsole, die bei uns läuft. Also das ist die lokale Maschine, das ist mein Computer. Das ist jetzt aktuell MySQL und das da drüben, das ist Metasploit, was im Endeffekt auch bei mir läuft, aber nicht eine normale Shell bei mir ist. Okay, das heißt, ich joine jetzt mal wieder. Mit John geht das eigentlich recht fix. So, mit John kann man auch das Format eingeben, was wir hier eben gleich machen. Das ist raw-md5, weil es ist MD5, wie ich schon gesagt habe. Und dann können wir einfach das ganze Ding hinten dran kopieren. Übrigens mit Steuerung Shift C, Steuerung Shift V könnt ihr kopieren und einfügen. Geht relativ easy. So, ach, du willst es wieder. Ja, okay, du willst es wieder. Er will es wieder als Datei. Das vergesse ich immer. In Hashcat mache ich das mal ganz gerne ohne. Touch, wie nennen wir die? SSH-Key. Gedit. SSH-Key. Ja, ich benutze Gedit. Ich bin ein Noob. Ich bin ein sehr schlechter Mensch. Aber ich mag Gedit. Hasst mich dafür oder lasst das. Genau, so. SSH-Key. Okay. Wir sind durch. Das ging offensichtlich sehr, sehr schnell. Und wir wollen es uns natürlich anzeigen lassen. So. Und das Passwort ist 123456. Ja, so blöd kann man sein. Wir hätten auch im Endeffekt einfach brute-forcen können, unseren SSH-Login. Aber darum geht es nicht. Ja? Es geht darum, dass wir jetzt anders reingekommen sind. Also ihr könntet rein technisch gesehen auch einfach euch quasi einloggen oder sowas. Aber das wollen wir nicht. So, jetzt SSH, selbstverständlich. Username. Irgendwas mit Hummingbirds. Nachgucken. Hummingbirds. Quatsch, das war die falsche Shell. Hummingbirds Cyber. Hummingbirds Cyber. Jetzt da oben nachlesen. 192, 168, 218. Ja, möchte ich bitte. Und das Passwort ist offensichtlich 123456. Herzlich willkommen, wir sind drin. Wunderbar. Wenn ihr jetzt noch wollt, könnt ihr da noch ein bisschen rumspielen. Und natürlich habt ihr hier die Möglichkeit auf die Docker-Images. Also das ist jetzt die richtige Host-Maschine. Das ist jetzt quasi unser Ubuntu. Wir sind jetzt hier drin sozusagen. Nicht in einem Docker-Container, nirgendwo, sondern wir sind wirklich über SSH ganz normal reingekommen. Jetzt können wir hier erstmal noch machen, was wir wollen. Uns mal anzeigen lassen, was da so alles zur Verfügung steht. Wobei, sind wir überhaupt? Nein, wir sind sogar, glaube ich. Hier, wir sind in einem Docker. Okay. Und was haben wir hier? Samba. Die habe ich mir das letzte Mal gar nicht so genau durchgelesen. Ja, okay. Alles klar. Okay, gut. Dann lasst uns doch mal angucken, was Docker so kann. Wir sind in keinem Docker-Container. Wir haben quasi jetzt gerade nachgeguckt, was wir alles machen können, indem wir uns einfach hier über ID ausgegeben haben.
zu welcher Gruppe wir alles gehören. Und in dem Fall gehören wir auch zur Gruppe Docker. Das heißt, wir können hier auch mit Docker rumhantieren. Und also Docker ist, das habe ich noch nicht alles erklärt gehabt, ne? Docker ist im Endeffekt wie eine virtuelle Maschine. Also da kommen ganz viele virtuelle Maschinen rein, nur dass sie eben sehr minimalistisch sind. Also nicht so fett wie die VirtualBox-Maschinen, sondern ja, eher für Hosting gedacht sind. Und mit Docker können wir uns erstmal anzeigen lassen, was da alles so gerade läuft. Also Docker Images gibt uns aus, was hier eigentlich gerade alles so passiert. Einmal haben wir hier ein Ubuntu, einmal haben wir MySQL und einmal haben wir WordPress. Ihr erinnert euch, was wir schon alles gepawnt haben. Ne? MySQL waren wir drin, WordPress waren wir im Endeffekt auch drin. Ubuntu, ich glaube, da waren wir noch nicht drin. Ne? Aber brauchen wir eigentlich auch nicht. Zumindest bis zu diesem Punkt. Wir wollen uns ja noch hier einloggen können. Das können wir jetzt so noch nicht. Deswegen können wir hier vermuten, okay, Ubuntu läuft eigentlich Docker-basiert und ist gar nicht dieses System hier, sondern das ist halt die komplette Maschine. Aber wir müssen uns halt da noch irgendwie Zugriff verschaffen, damit wir da auch reinkommen. Und das können wir jetzt auch wieder über Docker machen. Was wir genau machen wollen ist, wir wollen uns dieses Image sozusagen neu erstellen, einen neuen Container erstellen für dieses Ubuntu. Das ist schwierig, weil ich die Tutorial-Reihe zu Docker noch nicht rausgebracht habe. Wenn ihr bis zu diesem Punkt gekommen seid, dann seid ihr echt schon verdammt gut und hattet hoffentlich auch euren Spaß. Aber ja, jetzt muss ich ein bisschen vorgreifen sozusagen. Docker-Tutorial-Reihe kommt auf jeden Fall. Gut, wir wollen zunächst einmal das Verzeichnis, quasi das komplette Verzeichnis von unserem Docker-Container Ubuntu, wollen wir innerhalb dieser Maschine hier reinstellen, sozusagen, damit wir darauf zugreifen können. Und das machen wir, indem wir hier einfach sagen Docker Run -v, weil wir Ausgaben haben wollen. So. Und jetzt wollen wir natürlich, also im Endeffekt wollen wir den Root-Ordner haben. -i, -t. Wir wollen eine interaktive Variante davon. Wir wollen mit der Maschine Ubuntu arbeiten und wir wollen eine Shell, selbstverständlich. So, und jetzt haben wir das Ganze quasi bei uns in unserem Home-Folder sozusagen drin. Achtet auch darauf, wir können jetzt hier über Root wieder arbeiten. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi, also wir sind jetzt auf dieser Ubuntu-Maschine Root, okay? Und jetzt können wir, also dadurch, dass wir es im Endeffekt so getrickst haben, und jetzt können wir uns als Root natürlich wieder alles angucken, was im Ordner Root liegt. Da solltet ihr mal als erstes reinkommen. Schauen wir mal, was hier alles drin liegt. Da ist nochmal ein Ordner Root. Na, irgendwie hat mich das gerade verwundert. Okay, wir gehen natürlich nochmal in den Ordner Root rein. Und gucken mal, was hier alles ist. Und da ist eine Flag drin. Okay, also das heißt, jetzt sind wir tatsächlich dann mal Richtung Ende. Cut Flag, boom. Congratulations. Und das sieht ziemlich geil aus. Das ist hübsch. Ja. Sehr, sehr cool. Und damit sind wir jetzt auch tatsächlich schon fertig. Das heißt, das war die Challenge. Das war die komplette Challenge. Jetzt haben wir sozusagen unsere Flagge. Das heißt, wir haben die Challenge sozusagen komplett gelöst. Wenn ihr nur einen Teil davon gelöst habt, es kann natürlich auch sein, dass man sich so denkt, okay, hey, eigentlich ist die Flag auf der ersten Maschine schon eine Flag gewesen. Also ich meine, das ist ja auch eigentlich eine Flag. Dass es danach aber noch weitergeht, hat man vielleicht nicht gesehen. Absolut legitim. Deswegen ist dieses Video da gewesen. Es gibt sozusagen mehrere Steps, also es sind eigentlich mehrere Challenges in einer gewesen, was ich eigentlich irgendwie echt cool fand. Und ja, jetzt sind wir tatsächlich komplett am Ende. Wir haben quasi alles erreicht, was wir haben wollten. Und jetzt können wir auch eigentlich hier mal machen, was wir, keine Ahnung, was wir machen wollen. Wir können hier EDC Shadow noch rausgeben. Wenn ihr Bock drauf habt oder sowas. Gut, ja, ne? Passiert nichts Spektakuläres mehr. Wir haben es im Endeffekt gelöst. Ihr könnt gerne noch auf der Maschine ein bisschen weiter rumsuchen und ein bisschen damit rumspielen. Das ist immer eh gut. Aber wir sind durch. Und das war's von meiner Seite auch wieder. Das ist ein sehr langes Video geworden. Die werden wahrscheinlich alle so sehr lang werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like da oder sowas. Falls ihr es nicht schon getan habt, klickt auf die Glocke, damit ihr über neue Uploads oder sowas benachrichtigt werdet. Und falls es euch nicht gefallen hat, ganz wichtig,
von mir aus downvotet oder lasst es bleiben. Aber schreibt mir, warum es euch nicht gefallen hat, dann kann ich das fürs nächste Mal verbessern. Wie gesagt, das ist das erste Mal gewesen und ich nehme an, dass dass ich daran noch ein bisschen arbeiten kann. Vielleicht habe ich einige Sachen zu kurz erklärt. Zum Beispiel Docker habe ich leider noch keine Tutorial-Reihe dazu gemacht. Deswegen schwierig, ich weiß, aber ja, kommt noch. Ich kann leider nicht alles auf einmal machen. Und das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.